Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu unserem vorläufig letzten Video zu Kotlin hier. Und zwar möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ihr so weit dabei wart und dass ihr so lange einfach mitgemacht habt. Das ist eine unglaublich riesige Playlist geworden, weil ich auch wirklich bis in die tiefsten Tiefen und Details gegangen bin. Und ich freue mich, dass ihr wirklich alle so engagiert dabei gewesen seid und dass ihr sogar die Übung mitgemacht habt und alles drum und dran. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte gebt mir auch Feedback, das ist sehr wichtig für mich. Ich will natürlich weiterhin Kurse erstellen. Und ja, ich habe natürlich auch noch einen kleinen Ausblick für euch. Das heißt, ihr seid jetzt natürlich auch selbstständig in der Lage, Kotlin euch weiter beizubringen. Die Grundlagen, oder was heißt die Grundlagen, aber die Sprache an sich, die solltet ihr jetzt ohne Probleme können. Und ich denke, da habe ich einen ganz guten Teil dazu beigetragen, dass ihr da jetzt euch weiter fortbewegen könnt. Und wenn ihr Interesse an mehr habt, dann habe ich Folgendes vor. Diese Playlist hier, da fehlen noch zwei Dinge, die ich eigentlich ganz gerne machen würde. Und zwar zum einen sind das Multikernprogrammierung in Kotlin und zum anderen sind das Reflections. Das sind noch Teile von der Sprache, die ich nicht vorgestellt habe, die auch gar nicht so unwichtig sind. Ich würde gerne gucken, wie der ganze Kurs so ankommt und dann würde ich da eventuell noch weitermachen, je nachdem eben. Wenn ihr daran Interesse habt, dann sagt mir da gerne Bescheid. Das wird hier noch dann wahrscheinlich reinkommen. Ansonsten habe ich aber auch noch vor, mehr zu Kotlin zu machen. Denn Kotlin ersetzt meiner Meinung nach momentan immer mehr Java. Und jede Java-Bibliothek kann in Kotlin verwendet werden. Das heißt, ich kann euch mit Videos versorgen zu Java bzw. zu Android-Entwicklung, zu Minecraft. Ja? Das sind so Dinge, die ich sehr, sehr gerne machen würde, weil ich genau weiß, da haben viele von euch Bock drauf. Ich habe da ja auch schon öfters mal so ein bisschen in die Community gehört und weiß jetzt, was ihr so vorhabt, weiß, was ihr so wollt ungefähr. Das sind die zwei Dinge, die ich auf jeden Fall machen möchte. Dann sind aber auch noch solche Sachen wie React in Kotlin oder eben diese ganzen Dinge hier in Kotlin verfügbar und das nicht mal, noch lange nicht alle. Man kann in Kotlin auch Sachen machen wie Spring, das heißt, man kann APIs schreiben und ja, ich weiß, dass Spring vor allem bei Unternehmen sehr, sehr beliebt ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel bei einem Unternehmen arbeitet, das mit Spring zusammenarbeitet, dann schreibt mich gerne an. Vielleicht finden wir da was Cooles für euch und dann kann ich euch da in Spring und Kotlin weiterhelfen. Also Kotlin, meiner Meinung nach einfach immer mehr das neue Java, weil es einfach so modern und so viel einfacher und schneller zu machen ist. Ja, steigert die Produktivität. Und dadurch ist es einfach wichtig. Und wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir ganz gerne. Wir können dann noch sehr, sehr viel machen. Wenn ihr nicht so Bock habt, schreibt mir auch gerne. Dann finden wir vielleicht was anderes, an dem ihr interessiert seid. Wie gesagt, ich höre eigentlich ganz gerne auf euch. Ansonsten hier eine kleine Liste von Dingen, die ihr natürlich auch noch weitermachen könnt. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal und bis dann. Ciao.